Die besten Reissues von 2021. Los geht's. Ja, hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich dachte mir, nach dem Video der besten Neuerscheinungen von 2021 könnte ich doch auch mal ein Video machen von den besten Neuauflagen, also Reissues, die rausgekommen sind, die ich mir geholt habe. Denn da waren einige Highlights für mich persönlich dabei. Und los geht's. Als erstes haben wir da diese Scheibe. Fall Out Boy, Take This to Your Grave. Ein absoluter Genre-Klassiker aus dem Bereich Pop-Punk. Legendär für mich aus der Zeit, Anfang der 2000er war es, glaube ich. Gab es kaum Neupressungen davon, war auch teuer. Und jetzt dieses Jahr gab es zum 25-jährigen Label-Jubiläum von Fueled by Raymond diese Neuauflage, diese limitierte Neuauflage in Silber. Ich zeige sie euch nochmal. Und wenn ihr auf diese Art von Musik steht, ein bisschen was mit Pop-Punk anfangen könnt, hört bitte mal unbedingt rein. Das ganze Album von vorne bis hinten nur Hits, Klassiker. Und das nächste Album muss ganz klar auch auf dieser Liste von mir sein. Ihr habt das bei mir schon ein paar Mal gesehen. Es handelt sich dabei um Art Blakey and the Jazz Messengers, Moanin'. Dieses legendäre Jazz-Album, nochmal kurz dazu, das ist das Album, was mich damals zum Jazz gebracht hat, was bei mir letztendlich die Zündung ausgelöst hat sozusagen, mich für Jazz zu begeistern. Und ich habe lange nach dem Album gesucht und dieses Jahr im Zuge der Blue Note Classic Reihe gab es diese Reissue, natürlich wieder all analog gemastert von Kevin Gray, und es hat mich einfach mega gefreut, dieses Album endlich auf Vinyl zu haben. Toll. Und ja, noch kurz zur Musik da drauf. Ich finde eben, dass das sehr eingängig ist. Art Blakey da, der Mega-Drummer schlechthin. Der Beat einfach, der hat mich da überzeugt. Das war einfach das, was für mich der Auslöser war. Ja? Und das nächste Album war auch wieder eine der Blue Note Classic Reihe. Sieht so aus, ja. Something Else, Cannonball Adderley, Miles Davis, Hank Jones, Sam Jones, Art Blakey, ebenfalls gleiche Klangqualität, weil aus der gleichen Reihe, wie gesagt. Und ein Hammer-Album. Hier möchte ich bitte nochmal jedem ans Herz legen, der auch bei Jazz einsteigen will oder sich allgemein schon dafür begeistert. Dieses Album, finde ich, muss man einfach haben. Ein All-Time-Favorite, Must-Have in jeder Sammlung. Und das nächste, ja, ein absolutes Knaller-Highlight würde ich es nennen. Das legendärste Jazz-Album Miles Davis, Kind of Blue in der UHQR-Version. Ja. Auch das kam dieses Jahr raus. Und da habe ich einfach mal gesagt, Mensch, so eine tolle Edition musst du mal haben, vor allem bei solch einem Album, und bereue es nicht. Vor allem mit dem Wissen, dass das wohl zum jetzigen Zeitpunkt noch die bestklingendste Version dieses Albums ist. Das haben viele schon gesagt, und mich überzeugt es auch total. Ich zeige euch das noch mal kurz. Ja. Innen drin war hier noch so ein schönes Büchlein, ja, noch ein bisschen Papier, wo gezeigt wird, wie das gemacht wird. Ja. Ganz toll hier mit Fotografien innen drin. Und ja, das ist einfach was Besonderes. Hier die Platte auch schön im Gatefold gemacht. Ja. Analog Productions, das Ganze. Alles nur vom Feinsten auf diesem durchsichtigen Vinyl. Eine absolute Bombe, finde ich. Und ich habe hier die Nummer 3823. Und das letzte absolute Highlight für mich persönlich ist meinen treuen Zuschauern wahrscheinlich auch schon bekannt. Mal wieder von der Band Underoath, ja, dieses Boxset, das dieses Jahr herausgekommen ist, Anfang des Jahres. Endlich Neuauflagen der berühmten ersten Alben, die ich auch am allermeisten abfeiere. Ja, ich zeige euch das Ganze schnell. Das ist als erstes hier, das kennt ihr schon, Underoath, They Are Only Chasing Safety in einer Neuauflage. Underoath, Defined the Great Line.
und Underoath, Lost in the Sound of Separation. Ja? Und ja, das ist als Fan eben dann so ein persönliches Highlight. Und die kamen da alle auf so Translucent mit Smoke. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das seht. Und ja, das ist natürlich klar, wenn man da Fan von was ist und schwer zu bekommen ist und dann gerade die ersten Alben nochmal neu aufgelegt werden. Das ist natürlich einfach ein absolutes Highlight. Ja, schreibt mir doch bitte mal unten in die Kommentare, was euch dieses Jahr an Reissues, Neuauflagen besonders gut gefallen hat. Und ansonsten lasst mir ein Abo da, schaut noch ein paar alte Videos von mir und bis zum nächsten Video. Bis dann.